Es macht Spaß, es ist eine Beschäftigung mit Geschichte, die weitergeht als nur das bloße Lesen und darüber reden. Es ist einfach so, man versucht selbst nochmal was zu konstruieren. Und je nachdem, wie man das macht, kann man dadurch auch nochmal anderes Verständnis von Geschichte bekommen. Mit diesen Kunststoffsteinchen, die Sie da sehen, steht einem die Welt offen. Man kann eigentlich alles bauen. Lego macht's möglich. Im Kinderzimmer noch die leichten Bausätze. Wer dranbleibt, kann im Erwachsenenalter kühne Projekte verwirklichen. Schlösser, Schiffe, Landschaften. Ein Münchner Student macht daraus gar eine Wissenschaft. Er will seine Masterarbeit darüber schreiben, wie er mit Lego-Steinen Geschichte nachbaut. Es kann auch sehr beruhigend sein, dieses Geräusch. Auf den ersten Blick könnte man Benjamin Franz für einen typischen Lego-Bastler halten. Wahnsinnig viele Steine, die meisten perfekt sortiert. Nur ganz selten fehlt dem 23-Jährigen etwas, das dann per Post geliefert wird. Ja, wunderbar. Das sind einzelne Steine für dieses Modell, die ich noch nicht hatte. Sein neuestes Modell wirkt unscheinbar, doch es zeigt Geschichte, die weltberühmt ist. Die Geschichte der Geschwister Scholl. Mit ihren Anti-Hitler-Flugblättern zählten sie im Dritten Reich zu den wenigen, die Widerstand geleistet haben. Die Ereignisse aus den Jahren 1942-43 sind eigentlich gut erforscht, aber Benjamin Franz glaubt, dass das Lego-Modell aus der Münchner Uni trotzdem etwas bringt. Es macht Spaß, es ist eine Beschäftigung mit Geschichte, die weitergeht als nur das bloße Lesen und darüber reden. Es ist einfach so, man versucht selbst nochmal was zu konstruieren. Und je nachdem, wie man das macht, kann man dadurch auch nochmal anderes Verständnis von Geschichte bekommen. Mit seinen Modellen von historischen Szenen ist Benjamin Franz nicht allein. Besonders in Europa und Nordamerika sei nachgebaute Geschichte aus Lego sehr beliebt, in Bastlerkreisen. Daraus entstehen dann sogar YouTube-Videos wie dieses. Ja, es macht was mit uns. Ich habe auch die These, dass sich viele Leute ihre Geschichtsbilder auch überhaupt aus diesen Lego-Modellen ziehen. Welches Bild von der Geschichte steht hinter solchen Szenen aus Lego? Wie werden Vor- und Fehlurteile verfestigt durch Darstellungen von Konzentrationslagern mit vermeintlich harmlosem Spielzeug? Diesen Fragen möchte Benjamin Franz nun wissenschaftlich auf den Grund gehen. Er betritt Neuland in der Welt der Bücher. Videos aus dem Internet dringen erst allmählich in die Geschichtswissenschaft ein. Doch Benjamin Franz möchte seine Masterarbeit unbedingt über seine große Leidenschaft schreiben, die Welt der Lego-Modelle. Bis es soweit ist, schreibt er auf seinem Blog History Bricks über die Fragen, die ihn beschäftigen. Was wird nicht gezeigt? Das ist auch eine sehr wichtige Frage. Weil es wird immer sehr viel militärisch dargestellt, aber die Zivilbevölkerung kommt zum Beispiel in Darstellungen viel zu kurz. Daheim in Abensberg greift der Masterstudent dabei immer wieder zu seinen Lego-Steinen. Es hilft ihm, die Gedanken auf andere Bahnen zu lenken, seine eigenen Geschichtsbilder zu hinterfragen. Jetzt muss sich nur noch ein Professor finden, der die Lego-Forschung als Masterarbeit akzeptiert.